Aber ich glaube, the first take was the magic take. Hi, ich bin Heinbach. Ich wohne in Berlin und komponiere elektronische Musik. Der amerikanische Komponist George Hurt hat mich gefragt, ob ich für seine neue Platte einen Remix machen kann und hat mir ein paar Stücke geschickt. Ich habe reingehört und ich fand die Musik ganz hervorragend und dann habe ich mir 2 davon ausgesucht, wo ich etwas gehört habe, was ich dachte, das interessiert mich, daraus kann ich was Neues bauen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Remix mache. Das letzte Mal, dass ich mir die Stücke angehört habe, war vor knapp 1,5 Monaten. Das heißt, ich höre jetzt einmal in die ganzen einzelnen Stems rein, das heißt die einzelnen Spuren, die George mir geschickt hat, und dann gucke ich, ob ich etwas finde, was mich inspiriert. Das klingt schon fast zu sehr, als hätte ich es bearbeitet. Schön. Ah, da haben wir es. Das Klavier war genau das, warum ich diesen Track so toll fand. Und ich dachte, ich kann damit was anfangen, wenn ich ihn remixen soll. Remixen ist echt ein schlechter Ausdruck, weil eigentlich nehme ich immer nur mikroskopisch kleine Teile von einem ganzen Track und mache daraus etwas. Also es ist nicht, dass ich die Einzelspuren neu zusammenmischen würde und austauschen würde. Es ist meistens immer nur wie kleine Snapshots. Und dieser Snapshot hier interessiert mich. Markiere ich mir und spiele ihn ab. Genau. Und jetzt wechseln wir auf einen anderen Lautsprecher. Auf diesen uralten Auraton-Lautsprecher, den ich eigentlich zum Abhören nehme, aber der auch einen tollen eigenen Charakter hat. Und was ich jetzt mache ist... Mal kurz Stopp. Oh, Feedback. Genau. Was ich jetzt machen werde ist, ich werde das aufnehmen mit dem Shure SM7B in das Coco Quantus. Dieser von Peter Blasser entwickelte 2-Kanal 8-Bit Looper mit analoger Modulationsmatrix und Interface für Mikrofone, Kontaktmikrofone und für Synthesizer. Auf meinem Kanal habe ich schon ein paar Videos dazu. Psst. Gut. So. Was wir jetzt hören, ist ein Feedback. Das war nicht beabsichtigt, aber ich finde es total toll. Das kann ich benutzen.
Gut. Okay. Gut, das haben wir drin. Jetzt höre ich mal in das zweite Stück rein, weil ich habe die Idee, dass ich vielleicht beide Stücke kombinieren kann. Ja. Das ist schön. Das mag ich. Die Orgel ist super. Das ist jetzt ein zweites Stück, das heißt Septet. Und ich habe jetzt eine Einzelspur mit der Orgel. Die nehme ich jetzt auf den zweiten Kanal auf. Jetzt gucke ich mal, wie beide zusammen klingen. Okay. Da ist schon viel Schönes dabei. Ich würde jetzt den Modular hinzugeben, damit ich das Ganze weiter bearbeiten kann. Dafür nehme ich den Square Pyramid als Master Clock, weil ich möchte auch wahrscheinlich noch den Juno 60 einbinden und vielleicht auch den DX7, aber das weiß ich noch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt einmal ungefähr das Tempo. Das ist schon die TR-606, die hier mitspielt. Brauchen wir erstmal noch nicht. Aber jetzt brauche ich ein langes Kabel und jetzt brauche ich ein längeres Kabel. Ich habe bis zu einem gewissen Punkt aufgegeben, Kabelhänger zu benutzen. Ich habe zwei, die sind immer voll und pieksen mich immer in die Beine, wenn ich zum Modular gehe. Deswegen habe ich diese Schatztruhe da hinten mit Kabeln. Das ist sowohl praktisch als auch umständlich. Was ich jetzt mache ist, ich nehme die Clock-Information, die der Squarp an den Modular sendet, und schicke sie hier in dem Setup in einen Formatwandler. Der Formatwandler ist dazu da, von Mini-Klinke, also diese Mono-Mini-Klinke, die der Modular hat, auf Bananenstecker zu wechseln, ohne dass wir Grounding-Probleme haben. Also ohne dass es macht oder dass komische Signale rauskommen. Das schicke ich jetzt mittels, und jetzt kommt diese Clock-Information in die Skip-Inputs. Die resetten das Signal immer wieder zum Startpunkt, also den Loop, wodurch wir diese ganz spannende, zerbrochene, zerhackte Fläche kriegen.
und da dieser Reset nie genau ist, skippt sich das Signal immer weiter, immer wieder ein bisschen. Das heißt, man trifft nie wieder genau das Signal. Wir wandern praktisch zeitversetzt durch das Signal. Je nachdem, was für eine Tempoinformation ich schicke, klingt das dann anders. Und so haben wir eine Art von primitiven Sync vom Coco Quantus zum Modular. Jetzt patche ich den Rest des Modulars dazu. Zuerst den Sequencer. Der Sequencer geht zu einem, triggert einerseits einen Hüllkurvengenerator. Der Hüllkurvengenerator steuert einen Filter, der auch gleichzeitig ein Low-Pass-Gate ist. Also wer wissen will, was ein Low-Pass-Gate ist, das ist eine Art Verstärker, der gleichzeitig ein Filter ist. Das ist eigentlich nur eine kleine eine kleine Diode, ein kleines Licht, das einmal angeschlagen wird und dann verglüht, praktisch wieder ausgeht. Und dadurch entsteht ein sehr natürlicher Klang. So, jetzt probieren wir einmal den Anti-Oszillator da reinzupacken, mein Lieblingsoszillator. Und vielleicht fällt uns ja oder mir beziehungsweise eine Bassline ein aus dem Ganzen. Eins brauchen wir hier. So, 1, kommt noch nicht viel raus. Da ist er. Getuned. Tipp mal, das ist ein Moll. Ich benutze einen Quantizer, um das Ganze in Tune zu spielen mit diesem, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, weil sonst müsste ich jeden einzelnen der Regler genau einstellen. Okay, und dann geht's weiter. Pitch zum Anti. Ein bisschen Echo ist immer gut. Das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt füge ich noch eine Harmoniespur dazu.
Die Frage, ob ich das jetzt modular mache oder ob ich den SH02 benutze. Der steht in der anderen Ecke des Studios. Holen wir einen SH02. Ich kann den glücklicherweise von hier aus programmieren. Und der sollte auch jetzt schon kommen, wenn ich hier was spiele. Das ist nicht der SH02, weil ich es nicht eingestellt habe. Und zwar, ich weiß warum. Und zwar gehe ich auf Track, MIDI Channel. Und dann muss ich hier, genau, das ist noch CV Gate. Da ist er. Da kommt er. Mal den Sound checken. Nicht in Tune. So. Fehler. Undo. Ja. Mir gefallen nur die ersten beiden Bars von dem, was ich aufgenommen habe. Ne, da ist eine falsche Note drin. Delete.
ein bisschen Hall von dem Alesis Wedge, was ein sehr schöner alter Effekt ist, der gerade das Preset Japan Hall klingt toll. Okay, jetzt können wir mal noch ein bisschen Drums dazu machen. Ich glaube, das könnte ganz schön sein. Normalerweise, also meine Musik ist ja an der Grenze zwischen Ambient und Rhythmus. Dieses Jahr habe ich sehr, sehr viele Ambient-Kassetten und Tapes released und nächstes Jahr wird es mehr rhythmisch. Also da kommen ein paar Releases auf Vinyl raus, die eher auf die rhythmische Seite meines Schaffens fokussiert sind. Deswegen machen wir heute beides. Um das gerade zu synken, habe ich jetzt umgestellt von Sende immer DIN-Sync, weswegen alles die ganze Zeit läuft, auf Only DIN-Sync auf Play. Was sehr praktisch ist, weil es ist nicht so einfach, dass man immer gleichzeitig die richtige 1 erwischt und das alles zusammenspielt. Das ist immer ein bisschen tricky mit Modular und einer DIN-Sync-Drum und allem. Und es gibt zwar Reset-Inputs, doch das dauert ein bisschen lang, das alles zu patchen. Deswegen, nochmal, ob es dann zusammengeht. Nicht jetzt. Drums und Bass, nicht richtig.
dem Sync. Und warum? Patchkabel. Kaputt. Das ist es. Kaputtes Catchkabel. Die Freuden der Patchkabel. Manchmal sind sie kaputt. Ja, endlich. Ja. So, weil die TR606 gerade aus irgendeinem Grund nicht mitspielt, weil ich den irgendwie nicht gesynkt kriege, nehme ich jetzt die Metasonics D1000. Eine Röhrendrum Machine. Das heißt, die braucht auch erstmal jetzt eine Clock. Kriegt sie vom Modular. So. Und dann muss ich sie zum Mischpult bringen. Das mache ich jetzt, indem ich den Stecker nehme, der eigentlich... Und der ist zu kurz. Naja. Wozu gibt es Stackables? Oh, schnipp,
Entschuldigt das Geschniefe, es ist Herbst. Und fast Winter eher. So. Ja. Ja. Jetzt passiert das, was ich wollte. Die klingt einfach unendlich gut. Bisschen schnell. Ja. Jetzt würde ich erstmal anfangen, einen Grundmix zu machen und dann schaue ich mal, was noch weiter dazu passt. Also, wir haben Modular. Dann haben wir D1000 Drums. Bisschen Kompression drauf. So. Kann man ein bisschen Mate rausnehmen. Ich gebe dem Modular mehr 500 Hertz, um ein bisschen mehr den Basscharakter rauszukitzeln, damit er über die Bassdrum rüberkommt. So. Dann kommt dazu der SA02. Der kann auch ein bisschen schlanker. Dann haben wir die Parts von George.
Port für Messer. Trocken ist besser. Also, der SR02. Bandecho. Ja. Da ist die Note, die mir fehlt. Und für da nehme ich jetzt den Juno. Ja. Ja. Track Length. Track Length. Nochmal. Das ist schön. Das ist schön, das erzählt was. Die zusammen ergeben eine Story. Weil der Loop ist ja relativ statisch und der Juno mit seiner relativ simplen Tonika, dominante, subdominante Sequenz ergibt dem Ganzen einen Story-Mode dazu.
habe ich den Juno überspielt mit ein paar doofen Noten, die ich vergessen habe anzutun. Das heißt, ich muss den Juno normal aufnehmen. Aber ist nicht schwer. DX7 Piano gemischt mit einem Sound, der Romance heißt. Könnte was sein. Probiere mal den DX7 zu transponieren. Ich glaube, er ist zu tief.
schaffe ich eigentlich gerade nur Platz im Mix. Also ich gucke, dass alle Elemente zusammenpassen. Das mache ich, indem ich EQ meistens und Lautstärken checke. Jetzt sind es wie zwei Teile. Und zwar haben wir A- und B-Part. Im Prinzip der A-Part ist für mich gerade das, was gesampelt ist. Und der B-Part ist der DX7. So, und ich glaube, wenn ich das Ganze nachher aufnehme, was das gleiche ist wie Performen, dann kann man damit gut Spannung kreieren. Ich bin gespannt darauf. Aber ich möchte gerne noch eine Sache machen. Ich glaube, es ist genau eine Sache, bevor ich das Ganze aufnehme. Und zwar möchte ich die Sidrax-Orgel dazu spielen. Das ist auch wieder von Ciad Lombarde, ein Instrument. Und das müsste ich dann einmal auf den Song eintunen. Ich glaube, das kann reizvoll sein. Wie ein kleiner Ruf. Mal gucken, ob ich es einbaue. Okay. Noch einmal alles im Gesamten hören und dann geht's auf Band.
glaube, ich habe genug. Jetzt patche ich die Bandmaschine rein. So. So, dann können wir hier auch gleich auf Aufnahme gehen, weil ich schleife die Bandmaschine meistens einfach direkt durch. Das heißt, Hinterbandkontrolle geht direkt in Ableton, sodass ich sofort die bandgesättigte Aufnahme habe. Es sei denn, ich bearbeite das Tape weiter. Es ist gut, beides gleich zu haben. Da kann man immer auch nochmal gucken, ob alles gut klingt. So. Mal gucken, wenn wir Signal bekommen. Nein. Warum nicht? Falsch rum. Ich muss definitiv meine Patchbay aufräumen. So. Und zwar liegt es hier rüber, weil das Kabel wieder verschollen ist und das deswegen, weil es kam nicht von da unten, sondern es kam von da hinten. Dann ist es das hier. Juhu! We got it. Ja. Gut, haben wir alles. So, gucken wir, dass wir schön heiß reinfahren. Okay. Hier läuft's. Hier läuft's auch. 0. Dann geht's los.
Sauber. Take 2. So, probieren wir es nochmal. Ich mache immer 2 Takes. Hier hatte ich gerade den Eindruck, dass der Bass ein bisschen verstimmt war und deswegen mache ich nochmal einen neuen Take. So. Noch einmal Reset. Das war es noch nicht ganz. Ist das kaputte Kabel? Reset, Reset, go. Ah, das ist komplett kaputt. Klack, Reset, Reset, Duck. Gut, geresettet. So, so habe ich es jetzt nochmal neu probieren, weil mir ein Übergang nicht gefallen hat gerade. Kann ich gleich nochmal machen. Okay.
Okay. Take 4. Gut. Ich mach nochmal einen. Ja? So, ich habe 2 volle Takes aufgenommen von dem Stück und mein Verdacht ist, beim gerade eben kurz zurückhören, dass der erste Take eigentlich schon gut war und dass alles, was ich mir an Bassverstimmung eingebildet habe, eingebildet war. Und dass der erste Take weitaus besser ist als der zweite, weil er roher ist und gleichzeitig kürzer. Zum Vergleich, der erste Take hat jetzt 6 Minuten 30 insgesamt gedauert, der zweite ist schon 8,5 Minuten. Das heißt, ich müsste den zweiten zusammenschneiden. Aber es ist gut, 2 Takes zu haben. Wenn ich im ersten Take etwas merke, was mir nicht gefällt, kann ich aus dem zweiten Take was nehmen. Vielleicht ist da der Anfang besser oder ein kleiner Schnipsel oder irgendwo gibt es einen Break, der mir mehr gefällt und dann packe ich das zusammen. Doch dafür warte ich meistens immer einen Tag. Also einen Tag zum Aufnehmen und dann am nächsten Tag am besten morgens frisch nochmal aus dem Ganzen was zusammenschneiden. Aber meistens ist es so, dass ich bei meinen Stücken tatsächlich den ersten Take einfach nehme und ein Fade-In und ein Fade-Out mache. Und mal gucken, wie es bei diesem Stück ist. Ich hoffe, George, dir gefällt das, was ich damit gemacht habe. Ich hatte Spaß, deine Musik ist toll und es ist schön, wenn man so viele akustische Elemente hat, weil es waren ja viele Streicher dabei, die ich eingebaut habe. Diese Orgel, die da drin war, die hat mich sehr gereizt und 2 Stücke zu nehmen und aus 2 Stücken 1 zu machen, plus dem, was ich mache, das ist ein Prozess, der mir großen Spaß macht. Der ganze Workflow, den ich habe, ist darauf basiert, so wenig Mausklicks wie möglich zu machen. Also der Computer ist im Prinzip eigentlich nur für den Schnitt und für das nachherige Uploaden auf Google Drive, Bandcamp oder was weiß ich zuständig. Und für das Routen von der MIDI-Patch-Bay. Aber während des ganzen Musikmachens ist er nicht aktiv. Das ganze Sequencing kommt über den Squab Pyramid, der mir eigentlich überhaupt nicht im Weg steht, je öfter ich ihn benutze. Es ist ein sehr angenehmer MIDI-Sequencer und auch CV-Sequencer, CV-Gate-Sequencer. Das ist das Herz, die Steuereinheit von dem Ganzen. Und was mir am meisten Ideen gibt, ist eben das Seat Bombade Coco Quantus. Und das ist mit ein Grund, warum ich auch immer nur kurze Snippets nehme. Weil diese 8-Bit-Delays wirklich nur ein paar Sekunden aufnehmen können. Und in dieser collagenhaften Art, wie man damit Musik zusammenstellt, ist das Reizvolle an mich. Ich möchte nicht mich durch hunderte Spuren klicken und mit der Maus hin und her fahren. Ich möchte einfach eine Idee nehmen und schauen, was ich dazu entwickeln kann. Und mein Setup hat sich über die Jahre, über die letzten 20 Jahre entwickelt. Ich benutze den Roland SR02 liebend gerne, weil der wunderbare Sägezähne hat, die fantastisch klingen, besonders wenn man sie leicht gegeneinander verstimmt. Der Juno 60 ist immer eine Bank, immer wenn man ihn einsetzt, egal wo. Es funktioniert immer, alles wird besser durch ihn. Ich habe noch nie erlebt, dass ich ihn angeschaltet habe und irgendwann sagt, ach nee, jetzt nicht den Juno 60. Nee. Und der DX7, auch ein wunderbares Gerät. Ich musste mich zuerst daran gewöhnen, an dessen doch digitalen, aber immer noch charmanten Grundklang. Und es macht einfach riesen Spaß, mit FM zu programmieren. Hier habe ich ihn recht klassisch benutzt für diese E-Piano und Romantik-Sound-Mischung, die etwas fast Cineastisches hat, weil man kennt diesen Sound einfach aus vielen Filmen. Aber irgendwie hat es mir gerade gut gepasst, weil es kontrastiert sich gut mit den Analog-Synthesizern. Der Modular-Synthesizer, der muss einfach fast immer dabei sein, weil ich komme mit ihm auf Ideen, die ich sonst nicht kommen würde. Diese Bassline, die kam so schnell. A, mag ich den Klang, der irgendwo zwischen Tom und Bass liegt. Und B, ist die Art, damit zu programmieren, einfach, oder zu programmieren, die Kabel zu stecken und den Sound zu entwickeln und die Sequenz zu entwickeln, ist alles eins. Das ist ein sehr natürlicher Vorgang für mich. Die Sidrax-Orgel habe ich hier nur sehr zart eingesetzt, praktisch als Bridge oder als Ankündiger, Achtung, jetzt kommt ein Wechsel, es wird etwas passieren, ein kleiner Spannungsteil. Es ist immer wieder reizvoll, damit was zu machen, auch wenn die Sachen leicht out of tune sind. Irgendwie erzeugt das bei mir zumindest eine interessante Spannung. Der Mischer, den ich benutze, ist ein alter Mix Wizard von Allen & Heath, der einfach super günstig war und aber funktioniert. Vor allem hat er 6 AUX-Wege für Effekte.
auf den Effekten liegt A, ein Dynacord VRS23, altes Eimerketten-Echo mit einer Reverb-Funktion. Dann auf dem zweiten Kanal ein Alesis Wedge, ein alter Digitalhall, sehr empfehlenswert. Und dann habe ich noch ein Copycat Band-Echo drauf und ein Dynacord Leslie Emulator und ja, das ist es gerade. Ich muss meine Patchbill wieder neu konstruieren. Dann kommen die ganzen Quadra-Wolfs und was ich sonst noch so habe, wieder rein. Und auf dem gesamten Bus ist jetzt gerade der RNLA, der Really Nice Leveling Amplifier. Das ist so mein Pseudo. Ich benutze ihn nur ganz, ganz leicht. Ganz, ganz kleine Inkrementen. 1 Dezibel weniger, 1 Dezibel mehr. Logarithmischer Mode und 5 zu... Na doch, was ist es? Ich habe immer 6 zu 1 Attack Release. Funktioniert immer in Inkrementen ganz gut. Mehr geht nicht auf dem Bus, aber es ist ein bisschen besser. Normalerweise würde ich dafür den Buck-Brand Kompressor benutzen, doch der ist in meinem Live-Case drin und dient dazu, die D1000 und Coco Quantus und Sitrax und alles, was da ist, zusammenzubinden. Und ich möchte nicht immer rein und rausnehmen. Der klingt nochmal interessanter, punchier und ist einfach noch ein bisschen perfekter. Er ist perfekt für elektronische Musik. Der ganze Mix läuft dann letztendlich über einen alten SBL Vitalizer Stereo. Diese alte Variante, nicht mal mit XLR, sondern nur mit den Jacks. Und zwar deswegen, weil ich danach auf die Telefunken M15 Bandmaschine gehe, die dem Ganzen einen warmen und vollen Klang verschafft. Es ist so, als würde ich jemanden da haben, der für mich mischt, gerade im Bassbereich. Es räumt den Bassbereich auf. Es sorgt dafür, dass es puncht und dass es noch tief genug geht, aber nicht müllt. Das ist die Schönheit bei dem Band, abgesehen davon, dass die Transientenbehandlungen auch ganz toll sind. Also wie ein Klang rauskommt aus dem Lautsprecher nachher. Und um aber der einen Sache, die das Band macht, nämlich ein bisschen die Höhen abzusenken, wieder mehr zu geben, gebe ich vorher über den Vitalizer ein bisschen mehr Höhen wieder. So, mit digitaler Aufnahme würde ich das Ding nie verwenden, einfach weil die meisten schon crisp genug sind. Und du brauchst einfach keinen, also ich brauche zumindest keinen Vitalizer, also keinen Exciter, um da noch mehr zu machen. So. Ja, nicht eingesetzt wirklich habe ich die TH606, weil aus irgendeinem Grund der Sync nicht funktioniert hat und ich jetzt keine Lust hatte, Troubleshooting zu betreiben. Genau. Hier ein Cut.